hier sind unsere vorbereiteten Blöcke von unserem Tropenhausquilt, dem Mystery Quiltalong Abenteuer mit den super schönen Stoffen, den Melange-Stoffen von Stoff Fabrics. Und heute, ich kann es nicht mehr abwarten, setzen wir diese Blöcke an dieser weißen Wand zusammen. Herzlich willkommen bei Needle Engine, mein Name ist Elke und wir legen los. Das hier ist der erste Block, den wir gemeinsam gearbeitet haben. Und diesen Block setzen wir nun einmal an unsere Wand. Dadurch, dass es ein Paper Piecing Block ist, muss ich ihn hier feststecken. So. Wir starteten mit diesem Block und das liegt nun schon ein paar Wochen zurück. Und in den letzten 14 Tagen haben wir gemeinsam die Girlanden erarbeitet. 4 Stück. Und diese 4 Girlanden, die setzen wir nun einmal an. Unsere 4 Girlanden setzen genau an unseren 4 Kanten an, sodass sie zur Seite hin wegwandern. So, sieht jetzt so ein bisschen aus, es könnte jetzt auch ein Hase werden, aber es kommen ja noch 2 Seiten. Ich sehe das schon umfallen hier. Kann man es ganz sehen? Wow, das klappt, man hat es ganz drauf. Unser Grundgerüst haben wir nun einmal aufgebaut. Als nächstes haben wir diese riesengroßen Agavenblöcke gearbeitet. Und diese Agavenblöcke möchten wir nun in unseren Quilt einsetzen. Der Agavenblock hat eine Blüte, die möchten wir zur Quiltmitte setzen. Und der Agavenblock hat einen Stamm, der Stamm wandert nach außen. Wir haben 4 Agavenblöcke. Also setzen wir unsere 4 Agavenblöcke in die dafür vorgesehenen Flächen. Und pabau, so schaut das aus. Was uns nun aber noch fehlt, ist, wir haben überall hier so diese Lücken. Und in diese Löcher setzen wir unsere Schmetterlinge. Mit den angesetzten Dreiecken. Und der letzte Schmetterling fehlt hier. So, sieht man's? Ja, das ist das Grundgerüst für unseren Tropenhausquilt. Das ist noch nicht das ganze Top, das ist das Grundgerüst für unser Top. Aber wir sehen schon die Konstruktion, denn wenn wir jetzt schauen, dann haben wir ein Nine-Patch. Wir haben hier eine Seite, wir haben den mittleren Streifen und wir haben hier nochmal die zweite Seite. Und dieses Nine-Patch möchten wir nun aufbauen, indem wir zunächst einmal unsere Schmetterlinge an diese Seiten setzen. Wir nehmen die mittlere Linie, die Linie, die direkt an unsere Girlande ansetzt, nehmen den Schmetterling und wir setzen diese Schmetterlinge zur, mittleren Linie. So, auf beiden Seiten. Mit diesem Schmetterling machen wir exakt das Gleiche. Und das Ganze schaut dann so aus. Wenn wir unsere Schmetterlinge nun annähen, dann möchten wir unten an der Naht ein gutes Stück offen lassen. Denn unser Top ist noch nicht fertig, wir nähen noch weiter daran und diese Öffnung brauchen wir, um
weiter arbeiten zu können. So schaut unsere fertige Ecke aus. Diese Ecken setzen wir nun mit den Schmetterlingen erneut ein. Unser Agavenblock, die Schmetterlinge und die Öffnung. Und das machen wir bei allen Agavenblöcken. Das erste Teilstück haben wir fertig, sodass wir nun genau 3 Stücke haben und unser Nine-Patch zusammensetzen können. Das heißt, ganz klassisch, wie man das immer kennt, schlagen wir beide Seiten über die Mitte und nähen das Ganze rechts und links an. Das ist ein bisschen wie Flugzeugballett. Das machen wir jetzt. Diese untere Reihe nehme ich, dann brauche ich nicht wieder auf die Leiter. Und wir schlagen das einmal zur Mitte. Und wir schlagen das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, zur anderen Seite. Aber ihr habt den Punkt. Ich bin jemand, ich arbeite eigentlich auf dem Boden. Hey! So schaut das aus. Wir nähen unsere Seiten an beiden Seiten fest. So schaut das bis jetzt aus. Unsere beiden Außenseiten vom Nine-Patch sind zusammengesetzt und unsere Mitte setzen wir nun auch noch zusammen. Wir schlagen beide Seiten über die Mitte. An diesen Enden habe ich das Ganze wieder offen gelassen. Hier möchte ich noch einen Rand ansetzen, den hätte ich vorher ansetzen können, aber das wollte ich nicht. Ich wollte die Farben für den äußeren Rand wählen, wenn ich ein gesamtes Bild vom Quilt habe. Das machen wir jetzt. Ich kletter jetzt da oben rauf und hole mir meinen Stoff runter. Und hier haben wir jetzt nur noch 3 Elemente. Wir haben das obere, das mittlere und das untere Teil. Und wie bei diesen kleinen Nine-Patches schlagen wir nun die obere Seite über die Mitte, wir schlagen die untere Seite über die Mitte und wir nähen das fest. Und die Flughöhe beträgt und Pabau! Das ist unsere Grundlage für unseren Tropenhaus-Quilt. Jetzt wird noch appliziert, Ränder gearbeitet, das Sandwich gemacht, gequiltet. Es geht richtig spannend weiter. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis soweit. Einen ganz herzlichen Dank an Stoff Fabrics für diese super schönen Stoffe. Habt ein wunderschönes Wochenende, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!